Da ist es, das Kiddie-Mobil im Hellern. Wir sind bereit für die große Fahrt. Sehr große Fahrt. Wir fliegen viel und fahren viel und hoffentlich klappt am Ende alles. Okay, das war der rote Ampeltrick. Einmal durchs Parkhaus abgekürzt. Unser PCR-Test ist natürlich negativ und den holen wir jetzt ab und sind dann ready to fly. Völlig absurd. Der Flieger, der neben uns abgefertigt wird, geht nach Aktau, Kasachstan. Weil es in Deutschland nicht möglich ist, in akzeptabler Zeit von Dortmund nach Düsseldorf zu kommen. Für den nächsten Flug müssen wir uns für 168 € für die paar Kilometer einen Mietwagen nehmen. Wir sind in Düsseldorf am Flughafen und es scheint völlig überraschend zu sein, dass es hier Passagiere gibt, die abfliegen möchten und durch die Sicherheitskontrolle möchten oder müssen. Das ist die Schlange, die geht bis zum Ein- oder Ausgang vom Flughafen von den Leuten, die zum Abflugbereich C möchten, also außerhalb von Schengen. Wir fliegen jetzt über Düsseldorf nach Russland, nach Ekaterinburg, nehmen dort einen Mietwagen, fahren weitere 800 Kilometer zur Grenze nach Kasachstan, nach Petropawl, warten dort auf unseren Bekannten, der gewerblich Kiddie-Mobil durch Kasachstan über Almaty da oben hochfährt, damit wir ihn entgegennehmen können, weil wir nicht über Landesgrenzen fahren dürfen mit Kiddie-Mobil. Ausreisen von Russland nach Europa geht hingegen. Was für ein Irrsinn. Wir sind in Ekaterinburg am Flughafen, das ist unser Mietwagen. Wir haben jetzt bis morgen Mittag, 12 Uhr ungefähr Zeit, um 600 Kilometer kleinste russische Landstraße ins Nichts zur kasachischen Grenze zu schaffen. So, wir sind in Russland. Wir sind zu spät losgeflogen, zu spät angekommen, weil in Düsseldorf kein Mensch rechtzeitig zum Gate kommen konnte. Warte! Weil die es einfach nicht hinkriegen, vorher mal in den Computer zu gucken, wie viele Flieger rausgehen, wie viele Leute da drin sitzen und ob man da vielleicht irgendwie Leute am Check-in und am Sicherheitspersonal braucht. Allein wir haben eine Stunde lang nur dumm angestanden. Wir waren rechtzeitig am Gate, der Rest der Fliegerleute da nicht. Wir standen auf dem Rollfeld, sind zu spät angekommen hier. Alles hatte schon zu, keine SIM-Karten, es war einfach scheiße. Vielen Dank Düsseldorf, echt. Wir sind jetzt 150 Kilometer noch gekommen und haben uns dieses Zimmer genommen. Wechselkurs haben wir noch nicht so ganz drauf, um die 7 €, glaube ich. Leider kein Internet und weil wir wegen Düsseldorf keine SIM-Karten haben, haben wir keine Ahnung, was mit Kiddie-Mobil ist. Ganz toll. Guten Morgen aus Sibirien. Birke links, Birke rechts. Ich habe, glaube ich, seit mindestens 350 Kilometern keine Kurve gehabt. Wir wollen euch mal zeigen, wie es wirklich ist, durch Russland zu fahren. Für alle, die denken, es wäre ein großes Abenteuer. Jetzt haben wir gerade halbhohe Birken mit ein bisschen Gestrüpp, links und rechts. Wenn nicht Birke links, Birke rechts ist oder Kiefer links, Birke rechts, dann ist auch sehr abwechslungsreich. Tanken in Russland ist nur für Rechenkünstler. Wir sind bei 746 Kilometer Reichweite losgefahren, sind jetzt bei 377. Das sind dann Pi mal Daumen irgendwas um die 400. Verbrauch von 6 macht 24 Liter. Wir sollten ein bisschen weniger nehmen, weil wenn wir zu viel haben, dann muss man wieder abrechnen und gut schreiben und das alles mit Kreditkarte. Da sind die immer sehr begeistert. Also weil in Russland muss man nämlich vor dem Tanken bezahlen. Wir haben es geschafft. Da vorne ist die kasachische Grenze. Nur Kiddie-Mobil ist noch nicht da. Wir sind pünktlich 12:26 Uhr angekommen. Einmal kein VW gefahren, schon geht dann nicht mehr. einfach ausgegangen. Ausgegangen und geht nicht mehr an. Auto geht nicht mehr an? Ist gesperrt. Wir stehen an der Grenze zu Kasachstan, warten auf Kiddie-Mobil und plötzlich geht die Karre einfach aus.
Haben wir angerufen, sagen, ihr dürft doch nicht nach Kasachstan fahren. Sagen wir, wollen wir auch gar nicht. Schaltet das Ding wieder frei, sonst könnt ihr es nämlich dann hier abholen und 600 Kilometer zurück nach Ekaterinburg bringen. Avis überwacht die Autos per GPS und glaubt, wir klauen es. Läuft wieder. 3 Telefonanrufe und 3 Minuten investiert. Mehr hatten wir nämlich nicht. Und dann hat endlich einer verstanden, dass wir hier warten auf ein Auto, was kommt und wir das nicht klauen und nach Kasachstan verkaufen, das Fahrzeug. Ging auch nur mit einem kasachischen Handy von einem kasachischen LKW-Fahrer, weil das russische Netz hier irgendwie nicht mehr geht. Tja. Aber wer will schon so einen Hyundai haben, wenn da drüben Hans steht? Wenn da ein Hans steht. Obwohl Sonntag früh ist, gibt es schon Internet zu kaufen. Und zwar hier dieses Maximum-Angebot. Super genial. Unlimited Internet. 1000 Minuten, die brauchen wir nicht. Aber der Preis, das sind umgerechnet 7 Euro. Wir sind wieder zurück von der Grenze im nächsten Ort, weil unsere Anrufe bei Avis haben unser gesamtes Internet- und Telefonguthaben gekillt. Und wir waren im kasachischen Netz und da wurde einfach gleich alles dagegen verrechnet, was überhaupt da war an Guthaben. Und damit waren wir 3,50 Euro pro Nase heute los. Quasi sprachlos. KidiMobil ist nicht mehr weit entfernt, aber das wissen wir nur, weil wir jetzt wieder hier neues Internetguthaben gekauft haben. Wir haben frisches Datenvolumen. Wir könnten also wieder telefonieren. Machen wir sicherheitshalber nicht. Wir sind zurück an der kasachischen Grenze und KidiMobil angeblich nur noch 20 Kilometer entfernt. Wir sind gespannt, ob der Grenzübergang klappt. Wir haben es gesehen. Wir haben das KidiMobil schon gesehen. Das KidiMobil ist jetzt auf russischer Seite. Die Kasachen haben es rausgelassen. Und jetzt sollte eigentlich nichts mehr im Wege stehen, weil wir können rüber gucken und wir können dahin laufen. Wenn irgendwelche Papiere fehlen, wir können jetzt loslaufen. Es ist nicht mehr in Kasachstan. KidiMobil ist fast erledigt. Ja, sie haben KidiMobil und Elias nicht nach Russland reingelassen, weil Elias als Kasache nur dann nach Russland rein darf, wenn er Verwandtschaft dort hat. Hat er nicht. Und KidiMobil darf nur rein, wenn KidiMobil ein ein LKW ist, ein Genau. Gewerbefahrzeug. Und das haben sie nicht gecheckt, dass der Elias nämlich gar keine Privatperson ist, sondern ein Frachtunternehmer und KidiMobil sehr wohl ein LKW, weil sie auf dem Fahrzeugschein halt nur LKW sehen. Jetzt gibt es ein paar Formulare von den Kollegen LKW-Fahrern in Blanko, Frachtbriefe, und da wird einer von ausgefüllt und dann wird jetzt also KidiMobil offiziell auch wieder LKW. Hoffentlich. Neben uns steht KidiMobil und wir sind in Russland. Es hat geklappt. Gut, dass wir KidiMobil nicht als Wohnmobil haben umtragen lassen, sondern in Deutschland illegal als LKW unterwegs waren. Das hat uns den Arsch gerettet. Das hat uns echt den Arsch gerettet. Und der Zoll hat leider alles komplett auseinandergenommen. Da hinten drin ist ein Wahnsinnschaos. Wir können heute Nacht nicht drin schlafen. Das nächste Hotel ist 200 Kilometer weg und wir haben jetzt noch, weiß ich nicht, 3 Stunden Fahrt und es ist 5 nach 10. Schönen guten Abend aus dem KidiMobil. Wir schlafen doch zu Hause, das war zu weit. Und wir haben ja das zweite Auto dabei, den Mietwagen. Da haben wir das ganze Geraffel, was hier rumflog, einfach reingeschmissen. Es ist halt noch eine kleine Baustelle. Und liegen im eigenen Bett. Und es ist so cool. Auf einem Truckstop für 1,90, weil wir müssen, also 1,90 Euro. Wir müssen nämlich für 2 Fahrzeuge zahlen, den Mietwagen und für KidiMobil. Ja. ...3.330 Kilometer liegen noch vor uns. Jetzt fahren wir erstmal nach Ekaterinburg den Mietwagen abgeben. Nachher kommt wieder Birke links, Birke rechts, Birke links, tiefer rechts oder wieder Freizähne. Aber alles mit KidiMobil. Connected.